Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe eine Folge vom German Testing Day 2025 mit in der Tasche oder im Koffer. Also ich habe immer so Werkzeugkoffer, wo mein Podcast-Equipment drin ist. Also im Koffer. Heute weiten wir mal das Feld der Qualität und schauen mal wieder ein bisschen in Richtung Psychologie. Nämlich genauer gesagt, schauen wir uns das Thema Vorurteile an. Vorurteile über und durch künstliche Intelligenz. Was passiert, wenn wir auf einmal Meinungen übernehmen, einen Bias entwickeln und wie können wir vielleicht eine gewisse Objektivität behalten? Ich habe dazu mit Sam gesprochen, die sich in ihrer Arbeit damit intensiv beschäftigt hat. Und wer von sich behauptet, dass er wirklich 100% objektiv ist und sich nicht beeinflussen lässt, da sage ich nur, naja, hört selber rein. Viel Spaß damit. Hallo Sam, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke, dass ich da sein darf. Ja, das war jetzt fast wie ausgemacht. Ja. Schön. German Testing Day 2025. Du hast deinen Vortrag schon gehabt. Ja. Du warst letztes Jahr hier Teilnehmerin, hast du gesagt? Genau. Ich war mal da, um zu schauen, wie so eine Messe so abläuft und dachte mir dann nach 2, 3 Weinen am ersten Abend, kriege ich auch hin. Ja. Gut. Und dann habe ich es mal probiert. Ja, und hat geklappt, ne? Also, ja. Ist ja super. Also können Sie ja die anderen Teilnehmenden fragen, aber soweit. Ja, also ich finde auch immer bei diesen Social Events, die Ideen, die nach dem 2., 3. Wein kommen, also da kommt schon spannende Sachen raus, ne? Das lassen wir mal einfach so stehen. Ja, eine Bandbreite an Ideen kam da. Genau. Ja. Und die eine habe ich verfolgt. Ja, sehr gut. Genau. Sehr schön. Das ist ein Glück, weil du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, es geht um KI und es geht darum, um Fairness in der KI, um Gerechtigkeit. Genau, mein Vortrag, mit dem ich mich beworben habe, war so zwischen Mensch und Maschine, Vertrauen und Vorurteile in der Führung durch künstliche Intelligenzen. Basierend auf meiner Masterarbeit, die ich vor gefühlten Ewigkeiten, praktisch war es, glaube ich, vor 2 Jahren, geschrieben habe. Ergänzt eben um meine Projekterfahrung, um die Erfahrung, die ich gesammelt habe und um aktuelle Literatur. Und dann dachte ich mir mal, verwirren wir mal die Leute mit statistischen Modellen und psychologischer Forschung. Ja, so und da verwirren wir jetzt auch mal hier ein paar Zuhörer und Zuseher. Immer gerne. Ja, hau raus. Also wie hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Worum ging es da? Genau, es ging im Prinzip darum, dass ich irgendwas mit KI machen wollte in meiner Masterarbeit, weil ich dachte, also wenn ich da schon mal durch muss, das war auch so eine Idee nach 2, 3 Weinen, so KI. Ja. Ne? Ist ja ein cooles Thema. Und dann habe ich mir im Prinzip überlegt, was gibt es da überhaupt für Forschung? Bin da reingegangen und habe gemerkt, es gibt schon viel Forschung und viele Meta-Analysen. Allerdings gab es noch keine Forschung von der Seite, die nicht technisch ist. Also quasi von der Seite, wie reagieren Menschen darauf eigentlich? Es gab viel, also so das war schon relativ klar, dass KIs eben nicht frei von Biases sind, dass da immer irgendwelche Verzerrungen geben kann. Es gab auch viele Hintergründe davon. Technisch dachte ich mir, okay, soweit war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Whatever, scheint ja einfach so zu sein. Aber ich habe mich eben gefragt, bei der Seite, ja gut, was machen wir jetzt damit? Und was bedeutet das eigentlich für Menschen? Wie reagieren Menschen auf KIs? Gerade wenn die ein Bias haben, also wenn die verzerrte Entscheidungen geben. Was macht das mit den Menschen? Da gab es verschiedene Hypothesen. Also einmal, dass wir wenn wir mit KIs konfrontiert sind, da eher sagen, nee, ja, ist eine KI, da bin ich erstmal weg von. Auf der anderen Seite gab es die Hypothese, und die fand ich damals sehr spannend, die habe ich weiter verfolgt, diese Computer is Social Actor Hypothese, dass man letzten Endes mit einem Algorithmus oder später einer KI genauso umgeht wie mit einem Menschen und dementsprechend das Vertrauen auch so gebildet wird. Und dann, jetzt kommt der Bogen, warum ich das gemacht habe, habe ich mich gefragt, so ja gut, was passiert denn, wenn die KI einen Bias hat, einen sehr starken, ich mit der KI aber so umgehe wie mit Menschen und der vertraue, und was passiert mit meinen eigenen Biases, die ich ja auch habe. Und genau, das Ganze wollte ich da ein bisschen erforschen und habe da meine Hypothesen aufgestellt und mir 1 Jahr Zeit genommen, um das Experiment durchzuführen. Ah ja, und was war dieses Experiment? Worum ging es da? Genau, ich hatte die bescheidene Idee, nicht mit Studierenden zu experimentieren, wie es eben in Abschlussarbeiten relativ üblich war, einfach aufgrund von Zeitgründen. Ich habe ja kein Budget, kein eigenes, es ist sehr zeitaufwendig, sondern ich wollte wirklich versuchen, möglichst viele Arbeitnehmende
zu finden, die bereit sind, auf einen Link zu klicken auf LinkedIn und bei meiner Online-Studie mitzumachen. Die Personen hatten quasi die Aufgabe, sich hereinzufinden in eine Rolle als Person, die Entscheidungen treffen muss, Empfehlungen abgeben muss über Bewerbungen. Haben dann einen Text bekommen, haben Kriterien bekommen und relativ subtil ganz am Ende des Textes wurde manipuliert, ob die Empfehlung, die sie abgeben sollen, ob es da vorher schon eine Empfehlung gab für die jeweilige Person, entweder von einem Menschen oder einem Algorithmus. Also es ist dann HR-Mitarbeiter oder automatisiertes Entscheidungssystem. Und dann habe ich mir eben angeschaut, was passiert, wenn die Menschen eine Empfehlung abgeben. Von 0% bis 100% sagen wir. Dann sehen, dass welche Empfehlung abgegeben wurde, entweder also vom Experten, sei es Algorithmus oder Mensch. Und dann hatten die Personen die Möglichkeit, diese Empfehlung nochmal anzupassen, also nochmal einfach abzugeben. Und die haben das Ganze 16 Mal gemacht. War eine relativ lange Studie, so verhältnismäßig. Und dann konnte ich am Ende heraus ein bisschen differenzieren, wie verändert sich das mit der Zeit. Wenn die Personen so anfangen, sie kennen die Aufgabe, sie sind mehr vielleicht in ihren unterbewussteren Prozessen, sagen ja, passt schon. Und daraus konnte ich dann so ein bisschen sehen, passen sich die Personen mehr an die Empfehlung davor an oder eben nicht. Und dann habe ich noch manipuliert, genau diesen Bias, den ich ja schon erwähnt habe. Also diese Urteilsfehler, da habe ich mich auf den Gender Bias fokussiert, weil der einfach schon ganz gut erforscht wurde. Und ich ja immer basierend auf Literatur meine Sachen auswähle und mir da keine großartigen Interaktionseffekte noch mit ins Haus holen wollte. Ich wollte in dieser verwirrenden Studie eine Sache ein bisschen einfacher machen und habe dann quasi manipuliert. Es gab 16 Leute. Davon waren 8 männlich gelesene Vornamen, 8 weiblich gelesene Vornamen, also sowas wie Maria, Anna, Vanessa, was weiß ich. Und bei männlich gelesenen Vornamen sowas wie Thomas, Carsten etc. Jeweils die Personen wurden vorher schon geratet. Da gab es auch eine Evaluationsstudie davor, dass ich da gute Kriterien habe. Und die hatten jeweils paarweise die gleichen Kompetenzen. Das heißt, ich konnte sagen, Annika hatte das gleiche Kompetenzniveau wie Thomas. Und genau, dann gab es eine Bedingung eben später, wo die weiblich gelesenen Vornamen immer schlechter eingeschätzt wurden, bei gleichem Kompetenzniveau. Und das konstant über die 16 Bewerbungen hinweg. Und mich hat dann natürlich interessiert, fällt das überhaupt auf? Fällt das auf, wenn das ein Mensch quasi vermeintlich falsch einschätzt, wenn der einen Bias hat oder ein Algorithmus? Und gerade in der Bedingung mit der Verzerrung, also wo die weiblich gelesenen Vornamen schlechter eingeschätzt wurden, was passiert über die Zeit mit dem Algorithmus? Also sind die Personen dann eher, wenn ich ja sagen würde, okay, die vertrauen dem Algorithmus sowieso nicht so ganz, würde ich ja sagen, die gehen davon so ein bisschen weg. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass die, wenn es ein Algorithmus ist, dann noch schneller, noch stärker diese verzerrte Empfehlung annehmen. Ah, okay. Ja. Genau. So in kurz und verwirrend einmal dargestellt. Ja, lass uns noch ein bisschen mehr auf die Ergebnisse, das was du da so rausgezogen hast, weil das ist, glaube ich, das, was auch vielleicht ein bisschen greifbar ist. Dann jetzt sind. Genau, also erstmal vielleicht vor den Ergebnissen, so die, wen ich da überhaupt erreicht habe. Ich hatte tatsächlich über 330 Teilnehmende, die alle Arbeitnehmende waren, meine Kriterien da erfüllt haben. Das heißt, ich hatte eine sehr große Stichprobe, wo ich schon mal ganz gut mit meinen Modellen ein bisschen rumrechnen konnte im Hintergrund. Da habe ich mich sehr gefreut. Auf jeden Fall war so der Altersrange so zwischen 22 und ich glaube 61 war die älteste Person und aus allen möglichen Bereichen. Also ich glaube so 25% Gesundheitswesen und dann war mal weniger, aber es gab auch viele aus der IT-Service. Also sehr große Bandbreite an Personen. Und auch so die Hälfte ungefähr war männlich, die Hälfte weiblich. Ein Bruchteil haben angegeben, ich benutze eine Selbstbeschreibung. Genau, also es war alles sehr ausgeglichen. Und spannend war dann, dass ich erstmal sagen konnte, die Personen schätzen den Algorithmus vom Vertrauen her, also interagieren sie und bauen Vertrauen auf mit den gleichen Faktoren wie beim Menschen. Da habe ich ein Modell zum Beispiel genommen aus den 90ern irgendwann für gerade so in Organisationen und habe probiert, also geschaut erstmal, ob das überhaupt funktioniert für den Algorithmus. Das war ja die Kernhypothese, dass das einfach schon mal das Grundmodell klappt. Das hat funktioniert. Das bedeutet so als Ergebnis, dass Menschen, also dasselbe Modell, was für Menschen angewandt wird, um zu schauen, wie wird Vertrauen aufgebaut, auch in Organisationen im Besonderen, lässt sich auch für die Interaktion mit einem Algorithmus anwenden. Das ist so das erste Learning. Okay, das heißt, war schon mal. Das heißt, wenn es
Also ich quasi habe die gleichen Strategien, wenn ich jetzt einen neuen Kollegen habe in meiner Firma, mit dem ich dann irgendwie in Kontakt komme und da Vertrauen aufbaue, wie wenn ich jetzt in eine Interaktion mit einer KI gehe. Also das ist richtig. Im Rahmen dieser Studie, ja. Ob das genau für diese Situation ist, bräuchte man natürlich mehr Forschung. Ja. Also von daher, ich will da nicht in falsch wissenschaftliche Gebiete abdriften. Aber so erstmal in dem Kontext, wenn ich mit Entscheidungen von einer Person oder einem Algorithmus konfrontiert bin, was ja in dem Fall mit den Empfehlungen so war, dann lässt sich dasselbe Modell erstmal anwenden. So, also dafür gab es Evidenz. Genau, das war so das erste Learning, was schon mal spannend war. Denn es wurde auch nicht nur so ein bisschen signifikant, sondern es war wirklich vergleichbar. Genau, dann das Zweite, wo es ja wirklich spannend eigentlich wird, was passiert jetzt im Laufe der Zeit, wenn die Teilnehmenden dort ja auch merken könnten, dass der Algorithmus da oder der Mensch eben ja komischerweise immer die weiblichen Personen schlechter einschätzt. Tatsächlich fällt das nicht auf. Also tatsächlich ist es den allermeisten Leuten nicht aufgefallen und ich konnte beobachten, wie mit der Zeit, also so ab der 3., 4. Bewerbung, die da durchgegangen sind, dass sie sich immer mehr der Empfehlung des Algorithmus oder Menschen angenähert haben. Also so grundsätzlich, dass wir da sehr beeinflussbar sind, auch im Laufe der Zeit, gerade wenn wir die Aufgabe schon kennen und so irgendwann anfangen, da ein bisschen in so einen automatisierten Ablauf zu gehen, dass dann doch vielleicht, man eher denkt, ja, vielleicht hat es ja doch recht. Und was dann aber noch spannend war, war dann im Vergleich vom Algorithmus oder Menschen, die diesen Bias haben, dass die Teilnehmenden, sobald das automatisierte Entscheidungssystem war, dass die Teilnehmenden quasi sofort auf die Empfehlung des Algorithmus eingegangen sind. Und das aber auch konstant. Also die haben das noch stärker angenommen, diese Verzerrung, die da drin war, wenn es von einem Algorithmus kam. Und das war spannend, weil es natürlich Implikationen hat, wenn wir jetzt so überlegen, wenn Unternehmen sagen, ja gut, die KI ist vielleicht schon mal besser als menschliche Urteile. Da wissen wir schon von der anderen Seite, das ist nicht unbedingt so. Es hängt ganz stark von den Daten ab, die zum Training benutzt wurden. Oder wenn wir sagen, ja gut, wir würden das ja merken, wenn die KI da irgendwie komische Zusammenhänge trifft. Da konnte ich dann jetzt beitragen und sagen, nee, ja, also merken wir nicht. Nicht unbedingt, natürlich nur eine Einschränkung der Studie natürlich. Aber ja, es waren schon einfach gute Ergebnisse, die ich dann eben verwenden konnte, um so eine Aussage zu treffen mit, ja, also in so einem Setting wirklich nicht. Ja, das heißt, wir sind ja da deutlich mehr beeinflussbar, als wir das vielleicht jetzt mal per se mal zugeben würden, ne? Genau, und das bedeutet so auch fürs Testing und für den Qualitätsmanagementbereich natürlich nochmal ein bisschen eine andere Gewichtung im Testen. Wenn ich das mit reinnehme, dann habe ich nicht nur im Blick, funktioniert die KI, wie war die Datenqualität im Training etc. Das ist natürlich wichtig, aber die Sachen sind ja schon bekannt, sondern ich setze nochmal eine andere Gewichtung darauf mit, ja, das ist wirklich, wirklich wichtig, weil die Menschen einfach zu sagen, ja, uns fällt das schon auf, wir können es ja erstmal einsetzen und ausprobieren, hat unter Umständen einen sehr starken Einfluss sowohl auf die Person, die es dann am Ende betrifft, die diskriminiert werden, aber natürlich kann es auch in so einem Teufelskreis enden, weil wenn ich mir überlege, ich habe ja auch meine Biases, ich habe mir auch schon mal Bewerbungen durchgelesen in anderen Kontexten und habe nur das Bild gesehen und dachte mir schon, ich mag die Person nicht, obwohl es mir ja total klar war, so, das ist jetzt absolut ein Bias und ich habe den Krempel ja studiert, also und trotzdem dachte ich mir, ja, wow, was passiert da? Und angenommen, mir ist das jetzt nicht aufgefallen und dann bewerte ich so und dann vergleiche ich das so mit, ja, was sagt denn unser automatisiertes System? Schätze es auch schlechter ein, was gar nichts mit den Kompetenzen zu tun haben muss, ne? Dann ist es so ein Teufelskreis, weil ich mich dann darin bestätigt sehe, dann die KI wird natürlich dann nicht besser, weil keine korrigierten Daten kommen, da denkt man sich so, ja, dann wird es ja anscheinend schon passen und dann kann das in so einem Teufelskreis enden. Dementsprechend waren die Forschungsergebnisse eben schon relevant, so zu kommunizieren, auch in so einem Bereich, wo so viele ITler eben sind. Da nochmal die Forschungsperspektive aus der Psychologie reinzubringen. Ja. Ja, ich meine, das hat natürlich schon, gerade wenn wir hatten eine Podcast-Folge auch, da ging es so ein bisschen um diese ethischen Themen in einer KI. Es geht ja in eine ähnliche Richtung auch, ne, wo einfach diese Dinge auch zu prüfen und nicht einfach nur hinzunehmen. Ne? Und ich glaube, also was für mich da jetzt total spannend noch rüberkommt, dass wir sind ja selber so belegt mit unseren Biasen und mit unseren
Themen, ne, die wir ja da auch immer mittragen. Und das wird natürlich, wenn das da kein guter Sparring dann für die KI ist und man dann noch mehr seinen Bias da mit reingibt, einfach in das System. Ne? Genau, und ich wurde vorhin auch direkt danach gefragt, ja gut, was mache ich jetzt als Testmanager, wenn ich im Unternehmen bin in der Praxis, wenn es dann ja eingeführt wird. So, da habe ich ja kein Setting, wo ich mir daheim überlege, so, ja, schauen wir mal, was für Literatur gibt, sondern so realistisch. Und deswegen habe ich auch das ganze Experiment tatsächlich vorgestellt, weil es einfach auch die Sichtweise ein bisschen erweitern kann, zu überlegen, okay, mache ich eine Pilotierungsphase und wie zum Beispiel baue ich die auf? Lasse ich das alte System parallel mitlaufen, was wir hatten, sei es manuell oder sonst wie, mit dem neuen, sagen wir, es ist eine KI und in so einem kleinen Rahmen und vergleiche dann die Ergebnisse über die Zeit. Auch vielleicht als Anbieter von so einer KI, dass man immer so einen Vergleich hat, weil so, wir hatten vorhin zum Beispiel ein Bild, wo eine KI dargestellt wurde, das war einfach nur ein Pfeilchen mit Input, KI, Output. Das heißt, so realistisch kann ich nicht mehr nachvollziehen, was die KI da macht. Aber ich kann nachvollziehen als Anbieter, mit welchen Daten wurde es trainiert. Das ist schon mal die eine Sache, aber ich kann auch durch so ein ähnliches Setup, muss jetzt kein Experiment sein, aber durch so eine Denkweise kann ich immer überlegen, wie schaffe ich es langfristig zu evaluieren, ob die KI in komische Richtungen abdriftet. Und das geht am besten, wenn man Vergleichsdaten hat und nicht Vergleichsmenschen, die ja selbst beeinflussbar sind. Genau deswegen kam ich so mit diesem ganzen Ansatz und deswegen habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen ausgeholt. Ja, also die Vergleichbarkeit, das ist natürlich auch ein sehr, sehr aufwendiger Mechanismus. Ne? Also ich meine, das System in zweierlei Form bereit zu halten, mit all den Daten auch, ne? Und quasi mit der ganzen Rechenleistung und dann hin und wieder diese Vergleiche zu machen. Ne? Das ist natürlich auch, das ist schon auch Energie, die da reingeht dann. Ne? Ja, natürlich. Natürlich steht das so wirtschaftliche Interesse bei Unternehmen an erster Stelle. Da mache ich mir jetzt auch nichts vor. Ist so ein bisschen idealistisch, wie ich da auch rangehe. Aber auf der anderen Seite sind trotzdem Menschen, die auch jetzt schon in Entscheidungen durch Menschen einfach sehr diskriminiert werden. Durch ein Merkmal, durch mehrere Merkmale auf verschiedenen Ebenen. Und wenn wir uns Richtung KI bewegen, aber diese Perspektive vergessen, dann entsteht genau sowas, dass man sich da immer selbst bestätigt in seinen Biases und ja, da irgendwann gar keine Macht mehr hat. Und lieber fängt man früh an und macht einmal den Aufwand. Und es muss ja gar kein großer Aufwand sein. Also es kann ja wirklich sein, wir bieten das an und wir müssen zum Beispiel nachweisen, dass die KI eine gewisse Qualität hat in der Richtung. Und dann kann man das zum Beispiel machen, nicht nur durch Trainingsdaten darstellen oder erklären, wie man das gemacht hat, sondern auch mit, wir evaluieren das auch mit anderen Tools und haben da Daten, dass man da einfach ein bisschen mehr so einen Hebel hat und sehen kann, ob die KI dabei ist. Also es ist auch nicht die perfekte Lösung, ne? Aber es ist halt zumindest so 1, 2 Ansatzpunkte sind dabei, wie man da so rangehen könnte. Und je bewusster einem das ist, desto... Ja, ich glaube, die Bewusstheit ist ein wichtiger Faktor, weil man, glaube ich, gerne die KI so auch als so wie Software, das ist ja so ein neutrales, objektives Ding, ne? Und das wird schon alles fein machen, dann entspannt man sich da rein, aber es stimmt halt einfach nicht. Ne? Und man sieht es, wie du es auch entdeckt hast, man sieht es halt dann auch nicht. Ne? Genau. Also es ist ja bei Bewerbungstools, also ich bin da vorhin mit dem Beispiel eingestiegen, dass Bewerbungen zum Beispiel, wenn, weiß nicht, ein Unternehmen A möchte gern wachsen und dieses erste Assessment wird dann geoutsourced quasi bei einer KI, die dann dieses Assessment durchführt und das dann objektiv und empirisch bewiesen bewertet. Aber was dann genau dann mal passiert ist in der Praxis auch oder was auch passieren kann, ist, dass die KI ja erstmal nur nach Zusammenhängen sucht und schaut, was unterscheidet denn erfolgreiche Mitarbeitende von nicht erfolgreichen Mitarbeitenden später. Und das kann dann sowas sein, was ich mir jetzt denken würde, Erfahrung in dem Feld mit Job-Performance. Klingt erstmal logisch, aber dann kann es auch sein, dass die KI eben Merkmale miteinander korreliert, die nichts miteinander zu tun haben, weil es sich da eben eignet zur Vorhersage. Also wie zum Beispiel, ich spiele Fußball und Job-Performance. Ja. So, und das liegt dann zum Beispiel unter anderem an den Trainingsdaten, wenn es halt 75% einer Personengruppe ist, die einfach gern Fußball spielt, so durch Zufall. Und ja, solche Dinge sind, klar, da gibt's schon Beispiele, das wird den Leuten noch mal bewusster. Aber genau, mich hat dann noch mal interessiert, so, fällt das dann auf? Ja. So, wie vertrauen Leute Algorithmen? Ja.
Ja, sehr spannend. Das heißt, die Bewusstheit und sich im Vorfeld auch schon Gedanken zu machen, mit was für Daten arbeitet man drinnen und da vielleicht auch nochmal mehr Energie reinzustecken, damit das auch schon mal die Grundlage gut ist. Ne? Genau, ich würde vor allem denken, dass ein gutes Monitoring und Evaluation von den Sachen über die Zeit, wenn man gerade eben nicht mehr nachvollziehen kann, die KI hat sich jetzt weiterentwickelt, ist jetzt Blackbox. Genau, dass man da versucht, da wirklich nochmal zu evaluieren mit verschiedenen Quellen. Geht die KI irgendwie in Richtungen, die ich nicht haben möchte oder eben nicht. Auch wenn es aufwendig ist, auch wenn es irgendwie wehtut, aber am Ende, ne, es fängt mit einer Personengruppe an, vielleicht mit einem Merkmal, die benachteiligt werden, aber wenn sich das steigert, dann, ne, es ist jetzt nicht nur, also in diesem Gender Bias, den ich genannt habe, es ist jetzt keine Randgruppe, ne, es ist halt die Hälfte der Bevölkerung, so, die dann benachteiligt werden. So. Ja. Jetzt hast du dich ja mit dieser Frage auseinandergesetzt und diese Masterarbeit gemacht. Und gibt es denn jetzt also daraus auch noch für dich, sag mal, eine Frage, die du jetzt zukünftig noch da betrachten möchtest? Also du sagst, mit dem Thema möchtest gerne noch weitergehen und schauen, okay, wie verhält sich das da? Naja, meine Arbeit war, ich meine, es war eine Masterarbeit, ne? Es ist jetzt nicht die höchste wissenschaftliche Forschung, die man machen kann. Es war halt einfach eine solide Studie, mich hat es interessiert und die Ergebnisse sind relevant und damit gehe ich auch unter die Leute. Mich würde natürlich interessieren, wie funktioniert das, wenn ich zum Beispiel 2 Merkmale habe, die irgendwie einen Bias haben oder einfach in anderen Situationen, dass man so ein bisschen die Generalisierbarkeit sich anschaut. Weil ich habe ja dieses eine Setting mit den Bewerbungen gemacht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, wenn ich auf der Straße kann ich jetzt auch zum Beispiel nicht unterscheiden, ob es ein Algorithmus oder ein Mensch ist und baue genauso ein Vertrauen auf. Also das wäre natürlich interessant. Genau, aber es gibt auch tatsächlich einen Trend in der psychologischen Forschung, dass da in die Richtung auch mehr Experimente kommen. Dementsprechend verfolge ich das so ein bisschen und hoffe, dass das auch präsenter wird. Also dass es dann nicht nur in der psychologischen Forschung irgendwie bleibt, sondern eben auch den Weg in die Unternehmen findet. Denn da ist ja wirklich das, da müssen wir das Problem beheben. Ne? Also das ist, genau. Genau. Ja, sehr spannend. Da bleibt ja noch Potenzial da und bin gespannt, ob du dann mit den Themen dann wieder mal kommst und uns dann nochmal ein Update gibst. Nächstes Jahr dann. Ja, genau. Mal sehen, ja. Sam, vielen lieben Dank für diesen Einblick da in deine Arbeit. Finde ich total wertvoll. Passt auch gut zu den anderen Themen, die wir da auch schon im Podcast haben und da war auch die Response so, dass das für viele auch ein bisschen ein Eye-Opener war, sich einmal mit den Themen zu beschäftigen, weil natürlich viel mehr Unternehmen mittlerweile auch mit KI arbeiten, egal ob jetzt im Bewerbungsprozess oder nicht, aber sich diese Themen vorneweg bewusst zu machen, ist, glaube ich, wesentlich und halt auch ein großer Faktor für die Qualität. Super, deswegen danke ich dir schön, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja, und ich wünsche dir noch eine schöne Restkonferenz. Danke sehr.